was wird aus mir? Ich nehme dich erstmal mit. Du bist meine Garantiekarte. Ich fühle mich so allein, Mama. Ich weiß nicht mehr weiter. Sie wollten nie, dass ich Barbara mitnehme. Ganz schön clever für einen Verrückten. Dafür werden Sie büßen. Dazu fehlt dir der Mumm. Du bist doch genauso ein Waschlappen wie dein toter Kumpel. Frank, bitte tu das nicht. Bitte. Frank, bitte tu das nicht. Drück nicht ab. Na los, worauf wartest du? Na los, komm schon, komm. Na los. Stimmt es eigentlich, dass dein Kumpel sowieso verreckt wäre, hä? Als Maul! Du solltest mir dankbar sein. Ich hab den erlöst, Mensch, ich hab den erlöst! Erlöst! Ich erlöse uns jetzt! Aber du wirst nicht schnell sterben. Nicht schnell. Ganz langsam. So wie Ramon. So wie Ramon an dir verblutet ist! Das bringst du nicht. Ich bin da nicht so sicher. Frank, er hätte das nicht gewollt. Er hätte nicht gewollt, dass du ihn abknallst. Hör auf die Kleine, okay? Hör auf sie. Aber wird er auch nicht lebendig. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Nach dem Geständnis von Frau Schneider ist Dennis rehabilitiert. Wenn er das erfährt, dann kommt er bestimmt wieder. Darum geht's nicht. Dennis ist der Einzige, der zu mir gehalten hat. Wie sollte ich dir denn helfen? Du wolltest mich ja nicht mal sehen. Ich konnte nicht mit dir reden. Mit niemandem von euch. Ich wusste nicht mehr weiter. Wir haben alle Fehler gemacht. Mein Fehler hat Tillmann das Leben gekostet. Das Rennen. Sein Tod. Es war nur Zufall, dass es ihn getroffen hat. Ich wollte eigentlich mitfahren. Was hast du gesagt? Der Mann hat mich aus dem Wagen gezogen. Er wollte mit Dennis reden. Dennis wollte, dass du bei diesem Wahnsinn mitmachst? Nein, ich wollte mitfahren. Aber jetzt ist Tillmann tot. Warum hat er mich nicht einfach sitzen gelassen? Dann wär's vorbei. So darfst du nicht denken. Ich habe niemanden mehr. Nick. Meine große Liebe ist zerbrochen und zu meiner Familie kann ich nicht mehr. Du hast doch ein Zuhause. Und du hast die Chance, neu anzufangen. Hey! Noch einen Schritt. Ist okay. Ich bleib hier stehen, ja? Denk dran, was die Kleine gesagt hat. Wenn du mich jetzt abknallst, Frank, das macht Ramon nicht mehr lebendig. Der ist tot, Mann, der ist tot. Joachim, du bist so erbärmlich. Gott, er wollte mich umbringen. Es ist vorbei. Er wird dir nichts mehr tun. Na endlich. Hände über den Kopf. Die sucht den gar nicht mich.
Beine auseinander. Ich bin sauber. Das ist Joachim Obermann. Er hat meinen Freund in Griechenland erschossen. Er sagt die Wahrheit. Frank war Ramons bester Freund. Mein Bruder. Er hat ihn umgebracht und mich wollte er auch umbringen. Quatsch! Und wer sind Sie? Oh, Odenthal. Caroline Odenthal. Ich habe Sie angerufen. Herr Anders, oder wie auch immer er heißen mag, hat sich mir als Maler vorgestellt. Ich bin Kunstagentin. Hier. Okay. Mitkommen. Ich kann dich jederzeit auflegen lassen, denk dran. Nicht übel. Ich wünschte, alle meine Gegner hätten ihr Format. An wen denken Sie? An Christoph. Nicht, dass ich sie miteinander vergleichen möchte. Aber früher wäre mir leichter auf die Schliche gekommen. Was hat er mir damals alles für Szenen gemacht? Aber jetzt kümmert er sich nur noch um Barbara. Vom Helden zum Ehemann. Gott sei Dank gibt es noch Henning. Und Frau Caroline Mohr. Richtig. Nur leider wissen wir nicht genug über sie. Irgendeinen wunden Punkt muss sie doch haben. Sicher. Allerdings hat sie ihn besser kaschiert, als ich dachte. Haben Sie überhaupt etwas rausgefunden? Nun, Frau Mohr ist eine angesehene Kunstagentin und verfügt über hervorragende Kontakte. Was Sie nicht sagen. Erzählen Sie endlich. Ich weiß, das ist keine Neuigkeit, aber man sagt, bei Ihren Geschäften geht es nicht immer mit rechten Dingen zu. Klingt vielversprechend. Bleiben Sie dran. Wenn der arme Henning wüsste, dass der Name seiner Liebsten genauso falsch ist wie die Kette um ihren Hals. Ein Geschenk, das ihm noch teuer zu stehen kommen wird. Sehr teuer. Warte, ich helfe dir. Danke. Glaubst du wirklich, was du vorhin gesagt hast? Dass alles wieder in Ordnung kommt. Wenn du es wirklich willst. Danke, Mama. Wofür? Du hättest mich ebenso gut rausschmeißen können. Keiner von uns ist perfekt. Hätte Tillmann nicht auf meinem Platz gesessen? Hätte Dennis vielleicht nicht den Unfall gebaut. Frau Schneider hat gesagt, dass Tillmann mit Dennis reden wollte. Und wenn er es getan hat, dann war er vielleicht einen Moment abgelenkt. Du meinst, wäre ich im Wagen geblieben, hätte Dennis niemals den Unfall gebaut? Es gibt viele Möglichkeiten, was hätte passieren können. Sicher ist, dass du nicht schuld bist an Tillmanns Tod. Ach, Mama. Milli, komm zu uns. Danke, kein Bedarf. Ich habe Steffi nichts zu sagen. Ja, so wie es aussieht, haben wir ihnen wohl einiges zu verdanken. Das hätte doch jeder getan. Sag mal, bist du es eigentlich gewesen, die bei Obermann war? Wann soll denn das gewesen sein? Irgendwann mal mittags. Ich weiß nur, dass es eine Frauenstimme war und ich habe versucht, mich bemerkbar zu machen. Stimmt. Ich wollte Herrn Anders, Herrn Obermann sagen, dass er endlich aufhören soll, mich wegen seiner Bilder zu belästigen. Und warum sind Sie nochmal zurückgekommen? Ein Gefühl. Nach unserem Treffen kam mir irgendetwas komisch vor. Naja, Sie hätten natürlich die Adresse vorher rausrücken können. Und wenn ich gewusst hätte, wer er in Wirklichkeit ist. Aber so, ich mische mich grundsätzlich nicht in das Privatleben anderer Leute. In dem Fall hätten Sie eine Ausnahme machen müssen. Frank. Schon gut. Herr Lewinsky hat recht. Es war viel zu gut, glaube ich. Noch ein Wasser? Oh nein, danke. Ich habe noch zu tun. Ja, stimmt schon. Oh, danke. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Mensch, die hat es aber eilig. Ja, kein Wunder. Erst hilft sie uns und dann machst du ihr Vorwürfe. Ich werde ja wohl noch was sagen dürfen. Stimmt irgendwas nicht? Wie man es nimmt. Wir haben Ramons Mörder geschnappt. Ihr habt... Ja, nachdem ich bei ihm ein- und ausgegangen bin. Ich habe ihm vertraut. Egal. Hauptsache, er kommt endlich in den Knast.
Soll das jetzt den ganzen Abend so weitergehen? Keine Ahnung, was du meinst. Hätte ich Steffi rausschmeißen sollen? Ist es das, was du willst? Ich sag doch gar nichts. Vielleicht wäre das aber mal ganz angebracht, anstatt immer alles in dich reinzufressen. Steffi geht es wirklich schlecht. Sie braucht uns jetzt. Ich würde ihr ja gerne helfen. Warum sagst du ihr das nicht? Das ist ein Anfang. Steffi macht es sich zu leicht. Erst benutzt sie mich, um nix Anteil am Laden zu bekommen. Dann merkt sie, dass sie sich damit nur Feinde macht und kommt hier angekrochen. Es tut ihr leid. Den Spruch kenne ich. Nochmal falle ich nicht darauf rein. Sie hat erkannt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das glaube ich nicht. War alles in Ordnung? Das Ei könnte etwas härter sein. Ich richte es der Küche aus. Schönen guten Morgen. Was sollte an diesem Morgen schön sein? Kommt Ihnen dieser Herr bekannt vor? Ich verkehre nicht mit Schwerverbrechern. Aber offenbar Frau Odenthal. Dieser Herr ist mir unlängst auf Friedenau begegnet. Sind Sie sicher? Ich habe mich erkundigt. Er wurde mir als Frau Odenthals Verlobter vorgestellt. In welchen Kreisen Hennings Angebetete doch verkehrt? Der Niedergang des Adels ist kaum aufzuhalten. Finden Sie raus, was dahinter steckt. Selbstverständlich. Wenn Frank nicht gewesen wäre, ich weiß auch nicht. Ja, da glaubt man, jemanden zu kennen. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Obermann sogar hier gewesen ist. Und ich habe nichts gemerkt. Dein Glück. Wenn Gabriela nicht gewesen wäre, ich hätte ihn abgeknallt. Also rede doch nicht so ein dummes Zeug. Sowas ist nie eine Lösung. Na, dann hätte dieser Obermann nicht nur Ramon auf dem Gewissen gehabt, sondern auch dich, dein Leben, deine Zukunft. Verstehst du das? Ja, ich arbeite dran. Wir hätten dir ja gerne eine schönere Zeit zum Einleben beschert. Naja, wenigstens kann ich mich jetzt um Studienplatz kümmern. Bleib doch einfach bei uns. Solange wie du willst. Und das würde euch nichts ausmachen? Na, im Gegenteil. Wir würden uns sogar sehr darüber freuen. Nein, ich denke überhaupt nicht dran. Wer hat Ihnen überhaupt meine Nummer gegeben? Ach, hören Sie, das interessiert mich momentan nicht im Geringsten. Künstler, ob ich ein Bild kaufen will. Die einen malen, die anderen zahlen. Die meisten Sachen würde ich nicht mal nehmen, wenn man mir Geld dafür gäbe. Über Geschmack lässt sich streiten. Deshalb bevorzuge ich auch Fakten. Die findet man ja in Wien besonders häufig. Gregor, Sie wissen doch, dass ich nebulöse Andeutungen nicht mag. Ich habe eine Spur gefunden, die Licht in Frau Odenthals dunkle Vergangenheit bringen könnte. Dann ist diese Verbindung zu diesem Obermann also Ihr Schwachpunkt. Mein Informant war am Telefon nicht so gesprächig. Wie viel will er? Bescheidene Summe. Ich lasse Ihnen freie Hand. Hauptsache, Sie kommen mit Ergebnissen zurück. Sie können sich ganz und gar auf mich verlassen. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Danke. Ist noch was? Nur so ein Gedanke. Soll ich für die Zeit meiner Abwesenheit einige Sicherheitsvorkehrungen treffen? Sie nehmen die Drohungen dieses verrückten Herrn Petersen ernst? Nur wenn Sie sie ernst nehmen. Nils Petersen sitzt in seiner Zelle und hadert mit sich und der bösen Welt. Er stellt keine Gefahr dar. Wie Sie meinen. Also, dann melde ich mich, sobald ich etwas Neues weiß. Tun Sie das. Wiedersehen. Wiedersehen.
Hallo. Ein Milchkaffee bitte. 2 Milchkaffee. Frank, was ist? Nichts. Mensch, die ganze Zeit starrst du auf den Boden und sagst kein Wort. Also raus mit der Sprache. Weißt du, als der Typ vor mir stand, da war alles wieder da. Der Schuss, Ramon, wie er im Sterben lag. Hattest du keine Angst? Nur Wut. Ich hatte große Angst. Als er mit der Waffe vor mir stand, da wusste ich, dass er es ernst meinte. Ich dachte, es ist vorbei. Naja, ist ja jetzt in Ordnung. Ist nichts passiert. Obermann wird eingesperrt und verurteilt. Bei guter Führung in 10 Jahren entlassen. Es sei denn, er haut Feuer ab. Weil er in der Gefängnisschlosserei eingesetzt wurde oder als Fahrer beschäftigt. Ausbrechen leicht gemacht. Ich hätte es tun sollen. Warum sagst du sowas? Tut mir leid. Ach, du weißt schon. Ja, dann sag sowas nicht. Ich weiß doch auch nicht. Als Ramon noch gelebt hat, da hatte ich sowas wie ein Ziel. Jetzt habe ich nichts. Nein, das stimmt nicht. Du hast die Erinnerung an ihn. Und du hast mich. Frank, auf der Straße hast du gesagt, ich soll einen Schlussstrich ziehen. Und alles vergessen. Aber wie soll ich das können, wenn du es nicht kannst? Ramon fehlt mir. Mir auch. Morgen, Steffi. Morgen. Willst du noch einen Kaffee? Ist noch jede Menge übrig. Nee, danke. Hast du schlecht geschlafen? Mhm. Ich habe noch mal mit Millie gesprochen. Eigentlich will sie sich noch immer mit dir versöhnen. Was heißt eigentlich? Verstehe. Du hast ihr sehr wehgetan. Du hast ihr Vertrauen missbraucht. Sie braucht einfach ein bisschen Zeit, damit sie mit dir wieder so umgehen kann wie früher. War auch ziemlich naiv von mir zu denken, dass sich alles wieder schnell einrenkt. Ja, du hast den ersten Schritt gemacht. Nur das zählt. Ja. Und sobald ich Millie überzeugt habe, rede ich mit den anderen. Nimm dir nur nicht zu viel vor. Aber wenn ich noch länger warte... Ich helfe dir, wo ich kann. Hm? Und plötzlich steht Steffi vor mir, als wäre nichts geschehen. Ich weiß echt nicht, wie sie sich das vorstellt. Danke. Sie macht es sich wirklich ein bisschen leicht. Aber bei mir kommt sie mit dieser Tour nicht durch. Bei mir auch nicht. Sicher? Du wolltest doch immer eine Versöhnung. Die will ich auch noch. Wenn sie Nick den Laden zurückgibt. Ja, das war zwar super hinterhältig von ihr, aber im Grunde genommen geht die Sache nur Steffi und meinem Bruder was an. Wie bitte? Ja, sie wollte Nick eins reinwürgen und mir vielleicht. Aber nur weil wir beide nicht mit ihr klarkommen, heißt das nicht, dass du darunter leiden sollst. Sie hat mein Vertrauen missbraucht. Ja, weil sie keinen anderen Ausweg wusste. Dann rede du doch mit ihr. Bin ich verrückt? Aber ich soll. Ja, sie ist deine Schwester. Ihr wohnt im gleichen Haus. Erinnere mich bloß nicht daran. Okay, Themawechsel. Egal, ob du mit ihr redest oder ob du sie abblitzen lässt. Auf mich kannst du zählen, okay? Aber jetzt wirklich Themawechsel, sonst träume ich heute Nacht noch von Steffi. Immer noch besser, als wenn sie dir im Flur begegnet. Keine Sorge, das wird nicht passieren. Fliegen muss wunderschön sein. Naja, wem sagst du das? Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Prüfungen, Flugstunden, aber vor allem Arbeitsstunden. Möchtest du noch einen? Ja, gern. Na, wieder beruhigt? Ja, es geht so. Hey, komm schon. Es gibt noch andere gute Dinge auf der Welt. Unter anderen Umständen würde ich glatt sagen, du hast den Spruch von Ramon geklaut. Echt? Hat er das auch gesagt? Ja, vor unserer Welt. Unserer geplanten Weltreise. Meinst du, ihr werdet immer noch unterwegs? Wir wären jetzt bestimmt in Australien und Ramon würde den Surfern den Wave Rave beibringen. Ja, das kannst du ja jetzt mit ihm. Ja. Hey, warum denn nicht? Ich meine, schau dir Heino an. Er tut alles, um Pilot zu werden. Ja, sicher wird es mich reizen, hier mal rauszukommen. Dann hast du also doch noch Träume? Na, du nicht?
Ja, ich will Schriftstellerin werden. Also ich finde es total schön, mal zu sehen, wie Ramon so gelebt hat als Kind. Caracas kann man nicht beschreiben. Man muss schon da gewesen sein. Wahrscheinlich. Wenn du willst, zeig ich's dir. Von Anstetten. Was wollen Sie? Wie bitte? Sie haben mir doch garantiert, dass er absolut sicher verwahrt wird. Das ist mir egal. Finden Sie ihn und informieren Sie mich sofort. Was soll ich bloß zu Millie sagen? Das hast du doch jetzt gerade gedacht. Weißt doch zufällig die Antwort? Sag ihr, was du mir gesagt hast. Und dräng sie nicht. Und wenn sie mir gar nicht zuhören will? Ja, und wenn doch? Wenn Millie nur darauf wartet, dass du den ersten Schritt tust. Glaubst du? Find's raus. Ja, das mache ich. Und wenn ich ihr zeige, dass es mir ernst ist, irgendwie schaffe ich das schon. Das wird sie sein. Oh. Hi. Hallo. Hallo, Uli. Hi. Millie, kann ich kurz mit dir reden? Ich wollte dir was sagen. Ich habe keine Zeit. Es ist wichtig. Egal, ich bin nur hier, um meine Sachen abzuholen. Ich ziehe zu Nick und Uli. Sie wissen genau, was ich will. Sie werden bestimmt schon vermisst. Ich gehe nicht ohne Barbara. Barbara ist nicht hier. Das glaube ich Ihnen nicht. So kommen wir nicht weiter. Hören Sie, ich will Barbara jetzt. Nur Geduld. Sie wird schon bald bei Ihnen sein. Das haben Sie mir schon so oft versprochen. Wollen Sie damit sagen, dass ich lüge? Unter diesen Umständen erübrigt sich jedes weitere Wort. Hier geblieben. Was soll der Blödsinn? Sie sorgen dafür, dass Barbara jetzt sofort hierher kommt. Wollen Sie mir drohen? Ich habe eine Bombe